Das waren jetzt ja richtig kurze Wege vom Taxi zum ANA Check-in-Schalter. Erstmal hallo und willkommen zu einem neuen Flight Report. Wir fliegen heute, wie ich schon gesagt habe, mit ANA in der 787-8. Ja, nach Sydney, nein Quatsch, Spaß beiseite, nach Tokio Haneda. Oh, guck mal, was sie hat. Oh, Er ist tot. Der ist gestorben. Oh mein Gott. Den will ich mitnehmen. Der hat bestimmt nur einen leeren Akku. Der sieht toll aus. Guck mal, der hat echt Arme und ist nicht so wie der typische. Gucken wir mal, wie er aussieht. Was auch immer mit ihm ist. Egal. Wo fliegen wir jetzt also hin? Wir fliegen nach Tokio Haneda. Genau. Also es sind ungefähr 3 Stunden in der Business Class von ANA. Auf der kurzen Strecke setzt die Fluggesellschaft hier nämlich eine ganz andere Business Class ein, als sie die normalerweise haben. Seid gespannt. Ich bin auch sehr gespannt, was sie denn anbieten auf dem kurzen Flug. Er geht nachmittags los, also das heißt ein reiner Tagflug. Und gehen wir gleich erstmal in die Lounge. ANA hat hier keine eigene Lounge, das ist eine Bezahl-Lounge bzw. eine Lounge für viele Airlines. Das ist ja, wir sind hier am Songkran oder nee, Songshan Airport, das ist nämlich der kleine Stadtflughafen hier von Taipei. Und da fliegen halt einmal nur kleinere Airlines und wenn dann die größeren halt nicht so oft. Das lohnt sich also nicht, hier eine eigene Lounge zu eröffnen. Deswegen gibt es hier also eine Lounge für alle. Angekommen am Gate in 5 Minuten, das macht man sehr akkurat hier bei den Japanern. In 5 Minuten startet das Boarding. In der Lounge hieß es, in 10 Minuten startet das Boarding. Also wir haben 5 Minuten gebraucht, hierher zu kommen. Ich denke, es wird auch pünktlich losgehen. Und es stehen sogar schon Leute am Gate. Ja. Thank you. Das ist hier die ANA Business Class auf der Kurzstrecke. Ne? Kurzstrecke ist immer so ein Thema bei uns. ANA setzt auf der Strecke tatsächlich eine 222-Bestellung ein, hier im Dreamliner 787-8 in 2 Kabinen. Aber sie ist trotzdem komfortabel. Wir fliegen hier nämlich nur 3 Stunden lang. Also ich kann mich nicht beschweren. Das ist alles auf Japanisch. Kannst du nichts lesen?
Nur Getränke essen kann ich nicht lesen. Wir wollen auch gar nichts essen, wir wollen nur trinken. Es gab vorhin lecker Nudelsoup im Hotel. Wir essen ja gerne Nudelsuppe. Und haben uns gedacht, wir sparen uns einfach das Essen in der Lounge. Da gab es auch wirklich nichts Großes zu essen. Interessant ist, dass man hier nur über eine Brücke gebordet hat. Also man hat vorne gar nicht aufgemacht, damit die Business Class alleine borden kann, sondern es gibt auch übrigens nur Business Class und Economy Class hier in diesem Flugzeug. Und es teilt sich halt in der Mitte des Flugzeuges dann auf. Durch die zweite Kabine in der Business Class laufen dann halt alle Leute durch. Das muss man wissen. Am besten, wenn man ein bisschen Ruhe haben will, nimmt man die erste Kabine in der Business Class. Ach doch, es ist doch hier auch Englisch. Ich habe es nicht gesehen. Es ist massig viel Beinfreiheit hier in der Business Class. Also es ist aber auch kein Flatbed, also kein flaches Bett. Es ist ein angewinkelter Sitz, den man quasi mit die Fußlehne ein bisschen hoch machen kann und die Rückenlehne nach hinten machen kann und dann sitzt man hier bequem. Ich denke, das reicht auch vollkommen aus. ANA setzt diese Flugzeuge auch nur auf Strecken maximal 3 bis 4 Stunden ein. Das heißt also innerländisch, da nutzen sie aber auch eine 737 mit einer ganz normalen Business-Class-Bestuhlung 2.2 und auf kürzeren oder Mittelstrecke. Da nutzen sie allerdings aber auch die 787-9 oder die 787-8 mit einer 121-Bestuhlung. Also sie haben eine große Auswahl an Business-Class-Produkten. Wenn ihr sicher sein wollt, was für ein Produkt euch erwarten wird, dann guckt am besten mal bei SeatGuru, das habe ich auch gemacht, und da kann man seine Flugdaten eingeben und dann kann man sehen, wie denn die zu erwartende Sitzkonfiguration sein wird. Ist ganz hilfreich. Allerdings kann man auch da nie ganz sicher sein. Es kann immer noch mal zu einem Aircraft Change kommen, aber das würdet ihr dann spätestens dann mitbekommen, wenn eure Sitzplatzreservierung bei ANA sich geändert hat. Denn ihr bekommt für jede Änderung im Ablauf eine Informations-E-Mail. Das finde ich auch sehr gut gelöst. Oh, es gibt wieder japanisch, fischig. Nee, du schaust im August. Wie? Im Juli? Das ist nicht Juni, das ist 17. Juni. Ach was, das ist für 3 Monate. Also am Platz wartet bereits die Menükarte, die Slipper, Kopfhörer, verpackt, werde ich mit Sicherheit nachher benötigen. ANA Panasonic kennt ihr vielleicht, haben wir letztens von Frankfurt nach Tokio auch gehabt, ähnliche. Und dann noch eine Decke verpackt, ein Kissen bekommt man nur auf Nachfrage. Ich finde ja, dass ANA sich immer sehr viel Gedanken macht, was ein Sitzplatz zu bieten haben muss. Das haben wir ja schon in der 777 von Frankfurt nach Tokio gehabt. Also das ist ein Sitz, den findet man nirgends, bei keiner anderen Airline. Der ist ganz speziell für ANA entwickelt worden. Und dasselbe hat man hier auch. Ich kenne das nicht. Ich habe jetzt hier ganz viele verschiedene Ablagen und dann habe ich dieses Kissen, ganz viele Ablagen hier. Dann habe ich die Steckdose USB auch direkt hier vorne. Das ist perfekt zum Arbeiten. Das hier ist irgendwie, um die Rücken härter zu stellen, dass man da besser sitzen kann. Den Tisch zeige ich am besten nach. From the western side today. Western side, chicken with the tofu sauce. Cordon bleu. Chicken cordon bleu, yes, sounds good. Also durch manche Menükarten muss man jetzt mal durchsteigen. Also es ist für ganze 3 Monate geplant und für den Hin- und Rückflug. Also es gibt letztendlich 6 Möglichkeiten, die man hier haben kann, beziehungsweise die man dann mal finden muss. Und es geht los, wir sind sogar vor der offiziellen Abflugzeit. 5 Minuten früher sind wir losgekommen, werden wir also auch pünktlich, mit Sicherheit pünktlich dann ankommen in Tokio. Ich muss ich schon anschneiden. Ich wurde nämlich schon genau angeschaut, weil ich etwas zu spät dran war. Ich war überrascht, dass es so schnell losgeht.
要公基于联机上的人类去把我们死者安排。Ganz lustig, vor ungefähr einem Jahr waren wir nämlich schon mal hier in Taipei und da haben wir Planespotting gemacht und ziemlich genau hier draußen vor dem Flugzeug, wo wir jetzt gleich abheben werden oder zumindest starten werden, haben wir eine ANA-Maschine angeguckt. Das werde ich euch gleich mal zeigen. Dann könnt ihr nochmal diese Maschine, das war bestimmt nicht dieselbe Maschine, aber es war halt die gleiche Maschine, nämlich auch eine 787-8, die hier jeden Tag herfliegt, beim Start gefilmt. Ziemlich cool. Wieso jobbt der da draußen? Das ist der arbeitet hier wahrscheinlich. Ja. Ladies and gentlemen, we are now ready for takeoff. Please make sure that your seatbelt is securely fastened. Thank you. Oh, es flackert mal nichts, Leute. Schön, da kann ich euch eine der 3 Toiletten hier im Flieger zeigen. 2 sind zwischen den Business-Class-Kabinen, eigentlich alle gleich groß. Ein paar Amenities gibt es, nämlich die Mundspülung, Gesichtstuch und Zahnbürste und Zahncreme. Natürlich auch Seife, Becher, aber ich finde jetzt hier zum Beispiel keine Handcreme. Aber egal, das Wichtigste, das hat ja immer JAL und ANA, die beiden größten japanischen Airlines, das BD. Finde ich cool im Flugzeug. Gut, das war's schon. Das ist der Tisch hier bei ANA. Ich kann ihn
meistens sind schon fertig mit Essen und wir fangen jetzt gerade erst an, wir müssen noch Fotos machen, noch dieses machen, jedes Mal, ihr wisst ja, wie das ist manchmal ganz anstrengend. Aber ich habe euch noch gar nicht erzählt, warum wir jetzt hier eigentlich bei A&A in der Business Class sitzen. Gut haben wir das wieder mit unseren Miles & More Meilen für die Person 56.000 Meilen nötig von Taipei über Tokio nach Sydney. Dann fliegen nämlich nachher nochmal mit dem Schneller mit der 707-9 über 9,5 Stunden nach Sydney. Wie gesagt, 54.000 Meilen waren dafür nötig und ein paar Euro, 50 Euro pro Person, relativ wenig. Und wie kommt man an solche Meilen? Haben wir euch in unseren Travels schon mehrfach erklärt, am besten zum Beispiel mit den Payback-Punkten, die lassen sich nämlich 1:1 zu Miles & More transferieren oder mit Zahlungsabos oder vielleicht mit der Miles & More Kreditkarte. Das sind 3 Dinge, mit denen ihr ganz, ganz schnell Meilen machen könnt und dadurch euch relativ einfach und kostengünstig so einen Flug leisten könnt. Ihr müsst ja gar nicht innerhalb Asien sein, ihr könnt auch von Deutschland aus mit einem Meilenstein 50.000 Meilen übrigens nur von Deutschland in die USA und zurückfliegen. Mit Steuern und Gebühren seid ihr da meistens bei unter 1.000 Euro per Person. Das ist schon mal ein ganz guter Wert, finde ich. Also guckt am besten nochmal in unsere Travel Hacks hinein. Dort erklären wir euch ganz, ganz viel, was das Thema Kreditkarten, Meilen oder auch ein Status, was das bedeutet. Sehr frisch und lecker übrigens. Total knackig das Gemüse und das Cordon Bleu. Also für ein Flugzeug Cordon Bleu war das echt lecker. Ich wusste, dass ihr Grimassen hinter mir macht. Ich wusste es. Aber zum Abschluss muss es sein, dass ich meinen leckeren grünen Tee trinke. Und dann zeige ich euch gleich nochmal den Sitz hier, wie man ihn, man ist ja schon ein bisschen in der relaxen Position. Also Liegeposition gibt es hier ja gar nicht. Das war, wie gesagt, der angewickelte Sitz hier bei A&A. Es ist ja, nicht ganz so bequem. Allerdings, wenn ich ein bisschen hochfahre, kann ich damit wunderbar in den Bildschirm reinschauen und meine Beine sind einfach entspannt auf dieser Fußablage drauf. Obwohl wir ganz weit weg sind von Deutschland, gibt es tatsächlich einige Filme mit deutscher Tonspur, aber auch viele andere mit englischer Tonspur und anderen Sprachen zur Auswahl, natürlich auch Japanisch und Chinesisch. Ganz viel, aber die Auswahl ist groß, finde ich. Obwohl der Monitor von mir relativ klein ist, kann ich einiges erkennen. Er ist auch ein berührungsempfindlicher Monitor, aber dafür ist er zu weit weg und ist nicht ganz so empfindlich wie andere Monitore. Aber das ist eben nicht so wichtig. Das Wichtige ist eigentlich die Auswahl und die ist gut. Neben den Filmen, also den bekannten Filmen, gibt es wie immer auch TV-Serien, meistens immer nur in englischer Tonspur oder halt jetzt hier in japanischer oder Musik, Spiele, Informationen und natürlich die Flight Map, also wie wir gerade fliegen, wie weit es ist, wie hoch wir fliegen, ist übrigens unten auf 41.000 Fuß hoch, also relativ hoch für uns und erwarten innerhalb von 30 Minuten Turbulenzen, das heißt Anschlag. Gelandet in Tokio Haneda. Ja, pünktlich, wie vorhergesehen. Und jetzt haben wir noch ungefähr 2 Stunden Zeit bis zum nächsten Flug. Wow, was für eine tolle
Brücke hier, oder? Ja, so eine. Ja, wirklich. Das ist ja Mit rotem Teppich die Brücke, das mag ich ja gern, sowas. Aber leider halt eine Außenposition, aber es ist wieder toll zum Filmen. Es gibt einen extra Business-Class-Bus im Übrigen. Und das ist sie, die 787-8, die uns jetzt nach Tokio Haneda gebracht hat. Toll! Und damit sind wir angekommen hier in Tokio Haneda. War ein tolles Erlebnis mit Anna mal wieder. Ja, waren richtig gut, sehr aufmerksam, so wie wir es kennt. Essen war echt lecker, muss ich sagen. Also, Sehr frisch. auf ja, jeden Fall. war alles super frisch und überraschend. Mal schauen, wie der nächste Flug wird. Was heißt überraschend? Das ist Quatsch, aber es war überraschend frisch. Überraschend frisch, aber wie immer die gewohnte Qualität der, ja, ich will nicht schon wieder das Wort 5-Star-Airline in den Mund nehmen, aber jetzt habe ich es schon getan. Aber für uns ist sie wirklich eine der besten Airlines, denn die beiden japanischen Airlines sind nicht ohne Grund sehr hoch im Kurs bei vielen anderen Vielreisenden, bei uns auch. Gut, wir freuen uns jetzt auf den nächsten Flug 787-9 nach Sydney. Das sind gleich 9,5 Stunden, also ein längerer Flug. Gehen wir erstmal in die Lounge, aber wie gesagt, das ist ein weiterer Flight Report. Am besten schaut ihr mal in unseren Kanal, drückt mal den Daumen hoch für das Video, wenn es euch gefallen hat. Aktiviert die Glocke, wenn ihr unseren Kanal bereits abonniert habt. Und da werdet ihr jedes weitere Video quasi als Erinnerung bekommen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss. Ja, tschüss.